Erinnert ihr euch noch an Heavy Rain oder Detroit Become Human? Wahrscheinlich hätte es diese Spiele nie ohne Fahrenheit gegeben. Damit meine ich nicht die Temperaturangabe, sondern Quantic Dreams ersten Versuch, ein interaktives, jede Entscheidung hat ihre Konsequenzen, filmähnliches Spiel zu machen. Und nicht nur war Fahrenheit ein absoluter Wegbereiter in diesem interaktiven Spielgenre, sondern wohlmöglich auch Quantic Dreams insanestes Spiel. Stellt euch vor, es ist 2007, ihr sitzt im Wohnzimmer eurer Familie vor dem Fernseher und schaut gerade durch einer dieser Oldschool PlayStation 2 Demo-Discs durch. Der Name Fahrenheit fällt euch auf und ihr beschließt, es direkt auszuprobieren. Allein schon, als mich beim Starten diese depressive, alles ist hoffnungslos Streichermusik empfangen hat, hatte ich schon mega Angst als Kind. Aber natürlich war meine Neugier viel größer als meine Angst und was dann passierte, hat mein 10-jähriges Ich low-key traumatisiert. Also ich war definitiv nicht ready hierfür. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich die Demo zu dem Zeitpunkt definitiv nicht weitergespielt. Ich hatte viel zu viel Angst. Seitdem habe ich tatsächlich auch die meisten Spiele von Quantic Dreams wie Heavy Rain, Detroit Become Human, aber auch Beyond Two Souls gespielt und mochte sie eigentlich alle sehr. Die haben natürlich auch alle ihre Probleme, aber sie sind auch irgendwie ein Vibe. Und letztens kam mir einfach random Fahrenheit wieder in den Kopf und musste es mir einfach auf Steam kaufen, um endlich mal herauszufinden, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Die Geschichte von Fahrenheit wird aus mehreren Perspektiven erzählt. Hauptsächlich von Lucas, dem Typen mit dem Messer im Intro, dem Detective-Duo Carla und Tyler und gelegentlich von Lucas' Bruder Marcus. Aber jetzt mal zurück zu meinem Kindheitstrauma. Nachdem Lucas den Mann in der Toilette ermordet hat, wacht er aus dieser Trance auf und realisiert zum ersten Mal, was er getan hat, wenn auch unfreiwillig. Hier beginnt das Spiel dann, die eigentlichen Gameplay-Elemente einzuführen. Also das Herumlaufen und nach Dingen suchen, mit denen man interagieren kann. Interaktion funktioniert mit Maus- oder Joystick-Bewegungen, die dann sozusagen die Bewegung der Aktion im Spiel irgendwie nachahmen sollen. Fahrenheit hat tatsächlich ein Tutorial dafür, in dem wir dann alle grundlegenden Elemente wie Interaktion, zeitbasierte Entscheidungen und Reaktionsspiele vorgestellt bekommen. Und das wird sogar vom Quantic Dreams Gründer David Cage selbst erklärt. An diesem Punkt erkennt Lucas zum ersten Mal so richtig, dass das hier eine öffentliche Toilette ist. Das Spiel stellt hier auch das Mehrfach-Perspektiven-Kamerasystem vor, das mich total an die TV-Show 24 erinnert hat, was das Ganze natürlich auch nochmal viel dringlicher macht und auch so ein Gefühl von Druck kreiert. Die Präsentation des Spiels ist generell sehr stark von Krimiserien der 2000er, Noir-Filmen und definitiv dem Film Matrix beeinflusst. Dazu komme ich gleich aber noch. Während des Reinigen des Tatorts fängt dann auch der Mental Health Meter an sich zu füllen, oder eher mental nicht so healthy, der, wie ihr vermutet, den Geisteszustand der Person, die ihr spielt, darstellt. Ich habe jetzt persönlich nie gemerkt, dass das Spiel sehr beeinflusst. Ich gehe davon aus, dass wenn das Meter komplett leer ist, man wahrscheinlich irgendwie ein Game Over hat oder so. Aber das Meter ist echt ziemlich leicht zu füllen durch verschiedenste Interaktionen oder zum Beispiel was isst oder was trinkt oder sich irgendwie die Hände wäscht oder abpinkeln geht oder irgend sowas. Und das Ganze bringt mich auch zu einem meiner größten Probleme mit dem Spiel, weil ganz viel der Präsentation und Gameplay-Elemente und vor allem auch das generelle letzte Drittel der Geschichte mega auf Style over Substance setzt. Die Handlung und die filmische Präsentation wirken definitiv sehr vorrangig hier und die meisten Gameplay-Systeme scheinen eher nachträglich hinzugefügt worden zu sein. Fast so, als wäre das hier zuerst ein Drehbuch für einen Film gewesen und dann kam die Idee, hey, wir könnten das doch auch in ein Spiel umwandeln. Oder manchmal fühlt es sich sogar so an, als wären bestimmte Teile des Spiels nur hinzugefügt worden, damit man überhaupt irgendwas zu tun hat. Aber ich bin jetzt mal wieder viel zu weit voraus. Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr euch um die ganzen Beweise kümmert oder einfach straight up rausrennt.
wodurch ihr natürlich direkt Hauptverdächtiger Nummer 1 werdet. Aber selbst wenn ihr euch entscheidet, das Ganze aufzuräumen, gibt es dort auch nochmal mehrere Möglichkeiten, den Verlauf zu beeinflussen. Zum Beispiel könntet ihr euch in der Toilette drum kümmern, dass alles mega sauber wird, aber ihr geht danach direkt straight up raus, weil ihr Angst habt, dass ihr erwischt werdet. Dadurch würde dann die Kellnerin bemerken, dass ihr die Rechnung nicht bezahlt habt, euer Gesicht merken und potenziell dann der Polizei helfen können, euch zu identifizieren. Auf der anderen Seite, wenn ihr im Prinzip alles richtig macht, aufräumt, Geld findet und die Rechnung bezahlt und kommt da unversehrt wieder raus, aber letzten Endes muss die Story trotzdem dorthin führen, dass irgendwann Lucas ein Verdächtiger wird, sonst würde halt das ganze Konzept nicht funktionieren. Nachdem ihr den Tatort mit Lucas verlassen habt, stellt das Spiel jetzt die anderen Hauptcharaktere, Detective Carla und Tyler, vor. Und es ist an euch, den Tatort zu untersuchen. Leider ist das Ganze auch hier recht stark gescriptet und ihr müsst eine bestimmte Anzahl an Hinweisen finden und könnt zum Beispiel nicht einfach entscheiden, nichts zu finden, um Lucas dann eine bessere Chance zu geben, zu entkommen, da das die ganze Geschichte durcheinander bringen würde. Hier bleibt die Geschichte erstmal relativ bodenständig und erinnert irgendwie an so einen Early 2000s Thriller wie 7, aber so ungefähr ab der Mitte gibt es nochmal so einen kompletten 180 und das Spiel wird komplett wild. Das Ganze behandelt dann Themen wie Trauma, Identität, alte Prophezeiungen, mystische und paranormale Erfahrungen und Kräfte und Autoren, die viel zu viel Matrix gesehen haben. Zusätzlich entwickeln sich natürlich auch noch mehrere kleine Mini-Stories parallel zur Hauptgeschichte. Das bedeutet, man kriegt unterschiedliche Hintergrundinformationen zu all den Main-Characters, teilweise mit vergangenen oder aktuellen Beziehungen, die dann ebenfalls durch eure Entscheidungen im Spiel beeinflusst werden und potenziell sogar auch Einfluss auf das Ende haben. Heutzutage würde mich die Anzahl an wirklich bedeutsamen Entscheidungen schon ziemlich enttäuschen, aber man muss natürlich bedenken, dass Fahrenheit wirklich einer der ersten moderneren Spiele waren, die sowas gemacht haben und da habe ich dann natürlich auch irgendwo Nachsicht und ich muss auch einfach sagen, dass das Spiel trotzdem irgendwie recht viel für sich sprechen hat. Wie gesagt, gerade am Anfang hat mich dieser Crime-Noir-Vibe echt ziemlich in Bann gezogen, weil ich natürlich auch mit diesen ganzen Serien wie CSI, Criminal Minds und den Filmen wie 7 und sowas aufgewachsen bin. Und wer sowas mag, der mag den gerade die erste Hälfte des Spiels definitiv. Und der richtig weirde, freaky Shit, der aber auch übertrieben 90er, 2000er ist, kommt halt erst später im Spiel. Was wahrscheinlich eine gute Entscheidung ist, weil ich weiß nicht, ob ich das durchgespielt hätte, wenn von Anfang an so eine Scheiße passiert. Ich will euch da auch gar nicht allzu viel zeigen, weil nach meiner Meinung lohnt es sich echt, das Spiel mal auszuprobieren und zu sehen, wo das alles hinführt, weil das kann man sich teilweise echt nicht ausdenken, also wirklich nicht. Ein großer Teil des wirklichen Gameplays sind die Reaktionstests. Am Anfang des Spiels sind die ziemlich selten und fühlen sich dann auch um einiges bedeutsamer an. Später ist das fast mehr wie, als würde man Dance Dance Revolution spielen oder so. Die Benutzeroberfläche ist irgendwie mega groß davon und lässt euch dann auch fast gar nicht mitbekommen, was da wirklich im Hintergrund passiert. Zum Glück haben sie das in den folgenden Spielen behoben. Aber man muss auch sagen, diese Momente sind normalerweise sehr unterhaltsam und teilweise richtig spannend, da es sich eigentlich fast immer so anfühlt, als würde es jetzt wirklich um was gehen und man muss aufpassen und muss gut reagieren, damit man halt nicht komplett verkackt. Es ist halt mega schade, dass diese Elemente des Spiels so gut wie nie wirklich zusammenkommen und so eine einheitliche Spielerfahrung kreieren. Fühlt sich teilweise mega random an. Mal ist Fahrenheit ein Point-and-Click-Mystery-Spiel, dann eher so eine Minispielsammlung mit mega random Sachen, die man macht. Und dann will es einfach nur ein gecrackter Bootleg-Matrix-Film sein. Obwohl das alles ziemlich negativ klingt, hat das Spiel einfach irgendwie einen einzigartigen Charme, den man wirklich schwer beschreiben kann. Mit der wirklich ungenauen und weirden Steuerung, eher mittelmäßigen Schauspiel teilweise und absolut insaner Handlung hat es für mich doch irgendwie so das Verlangen nach diesem Genre kreiert, weil das damals halt auch einfach gerade für die PlayStation 2 eine
ganz neue Spielerfahrung war und auch innerhalb des Systems der Einschränkungen der PlayStation 2 echt beeindruckend war und auch noch irgendwo ist. Es ist halt echt so ein bisschen so wie das erste Kunstprojekt, nachdem man sich entschieden hat, so Kunst jetzt so richtig ernst zu nehmen. Man hat all diese ganzen Ideen, will was Besonderes und Einzigartiges machen, schmeißt da alles zusammen und hofft, dass das schon irgendwie klappt. Das kann auch manchmal mega gut gehen. Ehrlicherweise mache ich die meisten Dinge in meinem Leben auch so. Aber es kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen und eine eher sehr verwirrende und nicht fokussierte Spielerfahrung oder Kunsterfahrung oder was auch immer kreieren. Aber letzten Endes muss man trotz alledem sagen, es legt die Grundbausteine für dieses Genre mit den interaktiven Systemen, der verzweigten Erzählungen, aber einfach auch diesen Mut zu haben, das zu riskieren und zwei Medienformen so zu kombinieren und echt wirklich die Eier zu haben, zu sagen, ja, ich mach das jetzt einfach, ne? Wir probieren das jetzt mal, wird schon, schauen wir mal, was wird. Was wird? Aber ich muss auch wirklich sagen, ich finde, da ist weitaus mehr Substanz hinter als einfach nur ein Film, wo man Knöpfchen drückt. Also, mich würde es echt interessieren, kanntet ihr Fahrenheit vor diesem Video oder habt ihr es vielleicht sogar gespielt? Habt ihr vielleicht sogar auch diese PlayStation-Demo-Disc gehabt und fandet das mega creepy? Und generell, was haltet ihr von diesen immersiven, interaktiven Filmspielen? Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns bald. Ciao.